Test, 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 Test. Woo! Der Sommerhit 2017. Ich mache jetzt auch Musik. Ich kann zwar nicht singen, aber das ist ja egal. Hallo, ich bin's, Kim Lian, und wundere dich nicht über meine Haare. Ich drehe dieses Video gerade, bevor ich mein Umstyling bekomme. Wir drehen heute die Zeit zurück zu einer Kim, die in der Pubertät war und ihr einziger Traum war immer, vor die Kameras zu kommen. Ich wollte nämlich immer Model werden. Das habe ich mir eine Zeit lang so richtig hart in den Kopf gesetzt und habe dann noch alles daran gesetzt, das irgendwie zu verwirklichen. Bis ich dann natürlich drauf gekommen bin, dass der Job, wenn man nicht gerade Heidi Klum ist, nicht ganz so geil ist, wie man sich das erträumt. Ich habe so ein paar Fotoshooting-Ergebnisse rausgegraben aus der Anfangszeit und ich würde sagen, wir legen direkt los mit den Fotos. Starten wir direkt mit dem allerersten Foto, das in diesem Studio gemacht wurde von mir. Das war so, um so eine Setcard für mich zu erstellen und mal so ein Testshooting gemacht zu haben. Ich habe an diesem Tag meinen ersten und einzigen Push-BH ausgekramt, weil ich halt dachte, okay, das gibt mir dann so ein bisschen den glamorous Victoria's Secret Touch. Wenn ich da auch so ein bisschen... Ufza, Bam, Golam, du weißt, was ich meine. Im Endeffekt hat es dann eigentlich nur so ausgesehen, als hätte ich mir da Socken reingestopft. YOLO, Bitch! Die Stylistin hat mir dann, das war auch sehr peinlich, gesagt, ich kann das ruhig ausziehen. Und auf dem nächsten Foto hat es dann auch schon so ausgesehen. Also nur um das klarzustellen, das ist keine Kritik an den Personen, mit denen ich gearbeitet habe, sondern einfach, ja, dass ich teilweise das nicht so feelen konnte, nicht so cool rüberbringen konnte. Dann haben wir hier dieses Foto. Das ist, wenn mich nicht alles täuscht, sogar in so einem Active DM-mäßigen Magazin gewesen. Und da hatte ich einfach so Efeublätter rundherum, die man leider gar nicht da sieht, weil der Bildausschnitt so eng ist. So ein bisschen Geisha-mäßig mit diesem kleinen Mund. Und da war ich auch noch sehr jung, da war ich dann 14 und habe mir auch die Haare blond gefärbt, weil ich dachte, hey, wenn du blonde Haare hast, dann wird Heidi Klum aus dir und dann bist du direkt erfolgreich. No. Kommen wir jetzt zu meinem alten Buch, das ich gefunden habe. Da sind auch so 2 der ersten Fotos drinnen. Und ich finde, das Geilste ist, dass bei dem einen Foto, da wurde auf der Setcard hinten nicht diese Spange wegretuschiert. Das heißt, ich habe unzähligen Kunden einfach so eine Karte hingelegt, wo hinten so eine Spange dran ist. Ich würde mal sagen, damit habe ich genauso professionell gewirkt, wie ich auch war zu dem Zeitpunkt. Nämlich gar nicht. Aber hey, was soll's? Ist ja eh nur das Einzige, was der Kunde dann in Erinnerung behält von mir. Dieses Foto hier habe ich auch ausgegraben. Ich finde, ich sehe ganz, ganz schlimm aus darauf. Diese Milch macht mich irgendwie so richtig kränklich weiß und dieser blaue Lippenstift tut dem Ganzen natürlich auch keinen Gefallen. Aber es ist ja auch gute, keine Ahnung wie viele Jahre her, da war das halt auch cool. Oh, aber hey, wo ich es gerade sage, diese Fotos gefallen mir schon besser. Da bin ich einmal in so einem Treppenhaus und habe hier die Kleider von einer Designerin an. Das war dann irgendwie für ihr, weiß ich nicht, für ihre Kollektionspräsentation, Booklet, was auch immer waren diese Fotos. Und das hier ist mega cool, finde ich. Das ist immer noch eins meiner Liebsten eigentlich von der Anfangszeit. Da haben wir so ein bisschen Alice im Wunderland. Im Wunderland! Ich bin heute so international. Das kommt sicher davon, weil ich mein Buch zeige. Da muss man nämlich immer international sein, wie wir von Heidi gelernt haben. Dieses Foto habe ich ganz ehrlich vergessen oder verdrängt gehabt. Ich weiß es nicht genau, weil es mir nicht so angenehm war, mit diesem Typen zu shooten. Einerseits dachte ich mir so, ja, ganz nicer Kerl, aber andererseits war ich das nicht und bin ich das bis heute nicht gewöhnt, dass wenn jemand einem so nahe kommt, den man eigentlich persönlich gar nicht kennt. Und das ist nicht mein Ding, sage ich mal. Deshalb habe ich da einfach versucht, mich zu fokussieren auf die Kamera. Und ich finde, für das, dass ich mich relativ unwohl gefühlt habe, sieht es nach viel Spaß aus. Beziehungsweise als hätte ich irgendwelche konkreten Pläne mit ihm, wenn du verstehst, was ich meine. Ich finde einfach diesen Kontrast zwischen meinem und seinem Blick so geil. Er sieht irgendwie so aus wie so ein Junge, der einfach so baden geht und seinen Spaß seines Lebens hat.
Und ich sehe einfach so aus wie so voll der Vamp, wie so eine Sirene. Als hätte ich mir so einen Seemann ins Wasser gezerrt. Ich sehe gerade, das Bild ist auch noch unbearbeitet. Diese Foto finde ich auch ganz nett. Ich finde, ich sehe nicht aus wie ich. Durch die Frisur ist es halt irgendwie was ganz anderes. Aber finde ich auch sehr cool eigentlich. Kommen wir auch schon zu diesem. Mal ehrlich, ich war 16 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und ich sehe einfach aus, als wäre ich 55 oder so auf dem Bild. Also nicht, dass es schlecht ist, wenn man aussieht wie 55, aber wenn man 16 ist und dann einfach aussieht wie die krasseste Milf, dann ist irgendwas verkehrt, finde ich. Das bin einfach nicht ich. Das hingegen bin schon viel mehr ich. Mit Korsett und Latexhose nicht. Aber ja, das ist ja auch so ein bisschen abgespaced gewesen, das Shooting. Und ich finde, es hat zu dem Zeitpunkt ganz gut in die Kulisse reingepasst. Vor ein paar Jahren waren diese Fotos mega super stylisch. Und jetzt denke ich mir nur so, das würde man so heutzutage nicht mehr machen. Wie die Zeit vergeht, Leute. Aber ich finde das Bild eigentlich ganz cool. Und jetzt kommen wir noch zu einem Bild aus meinem Buch, aus meinem alten. Das ist nämlich gerade so nice, weil man das mit den blonden Haaren so im direkten Vergleich hat. Das ist tatsächlich, glaube ich, mein liebstes Bild von all den Fotos aus der blonden Zeit. Fand den Fotografen super nett und die Location war schön. Wir haben mit natürlichem Sonnenlicht fotografiert. Da war ich 16 Jahre alt und das ist eine schöne Erinnerung an diese Zeit, finde ich. Lass mir jetzt gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir dieses Video gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen. Wenn nicht, dann nicht. Und schreib mir mal in die Kommentare, was immer dein absoluter Berufstraum war oder ist im Moment. Ich bin sehr gespannt davon zu lesen und mich so ein bisschen mit dir auszutauschen in den Kommentaren. Ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn wir uns auf meinem Instagram-Account sehen, bei meinen Pics oder in meinem Online-Shop, wo ich meine neue Kollektion gelauncht habe. Die ganzen Fotografen werde ich dir, je nachdem, wer sich meldet und verlinkt werden möchte, gerne in die Infobox packen. Im Hirn habe ich das leider nicht mehr auswendig. Tschüss!